Hallo allerseits und willkommen zu meinem kleinen Bericht über die Spielwarenmesse in Nürnberg. Wie ihr vielleicht wisst, handelt es sich bei dieser Messe um eine der größten ihrer Art, und da dort auch einige Modellbauneuheiten vorgestellt werden, lohnt sich der Weg für uns Modellbauer auf jeden Fall. Für mich war aber vor allem wichtig, dort andere Modellbauer zu treffen, die ich zum Beispiel über YouTube, Facebook oder auch anderweitig kenne. Auf diesem Gruppenfoto seht ihr die vortrefflichen Jungs, mit denen ich mich auf der Messe so herumgetrieben habe. Die Links zu deren Online-Auftritten findet ihr in der Videobeschreibung. Mein besonderer Dank gilt dem bekannten Modellbauer Nuno da Costa aus Portugal, der hat mir nämlich die Eintrittskarten besorgt. Was ihr jetzt in den nächsten paar Minuten zu sehen bekommt, ist wirklich nur eine kleine Auswahl an ausgestellten Modellen. Es gab dort so viel zu sehen und zu fotografieren, das war unmöglich, das alles zu bewältigen, und es würde hier einfach den Rahmen sprengen. Stattdessen zeige ich euch ein paar Sachen, die ich persönlich besonders interessant fand. Fangen wir bei A wie Academy an. Die werden den 1886er Daimler Motorwagen im Maßstab 1:16 rausbringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist nur eine Wiederauflage von Academy. Ist aber trotzdem ein recht schönes Modell, wie ich finde. AEV Club hatte zwar keinen eigenen Stand, zeigte aber ein paar Neuigkeiten am Astro-Modellstand. Dazu gehören ein Stuck 3 und ein Starfighter im Eckformat. Das ist zwar nicht ganz mein Geschmack, aber ich weiß, dass die Dinger sich in letzter Zeit großer Beliebtheit erfreuen, also warum nicht? Am Stand von Ammo bei MIG war sehr viel zu sehen. Es werden noch mehr Bausätze in Kooperation mit verschiedenen Herstellern auf den Markt kommen, wie zum Beispiel der Panzerkampfwagen 4G von Border Model, ein Tiger 1, eine ziemlich abgefahrene syrische T-34 Variante und ein M4A3 ECH Sherman, alle von Ryefield Model, alles in Maßstab 1:35. Außerdem wurde auch ein eigener Bausatz eines T54B im Maßstab 1:72 entwickelt, der schon sehr vielversprechend aussieht. Auch an die Dioramenbauer wird gedacht. Es wird mehrere Sets von modernen Tankstellen-Zapfsäulen im Maßstab 1:35 geben. Dazu kommt noch etwas Grünzeug in Form von Grasmatten, Büschen und einzelnen Pflanzen und auch noch diverse Strukturpasten zur Geländegestaltung. Solche Pasten sind erfahrungsgemäß nicht die beste Lösung, aber man wird sehen, was die Zeit bringt. Vielleicht ist das Material doch ganz brauchbar. Selbstverständlich sind die Alterungsprodukte nicht aus dem Fokus geraten, denn es soll jetzt auch komplette Alterungspakete zusammengestellt für ein jeweiliges Thema geben. Den Anfang macht ein Alterungsset für Fahrzeuge der US-Armee im Zweiten Weltkrieg, das manches Nützliches, aber auch viel Firlefanz beinhaltet. Für Einsteiger im Thema Alterung sind solche Sets vielleicht ein guter Startpunkt, einfach um dafür ein Gefühl zu bekommen, wie Alterung funktioniert und wie es aussehen kann. Aber im Laufe der Zeit, finde ich, ist es ratsam, von solchen Produkten etwas Abstand zu nehmen und Washes und Pigmente vielleicht auch selber herzustellen. Das spart definitiv einen Haufen Geld, denn so ein Alterungsset wird garantiert nicht billig sein. Eine interessante Neuheit sind Strukturpasten, mit denen sich die Anti-Rutsch-Texturen auf modernen Panzern nachbilden lassen sollen, denn diese sind bei den Bausätzen oft nur unzulänglich wiedergegeben. Außerdem soll jetzt auch ein hauseigener Plastikkleber kommen. Zum Thema Kleber erwarte ich allerdings nichts Revolutionäres, denn die Kleber, die bereits existieren, lassen eigentlich keine Wünsche offen. Zu guter Letzt wurde am Ammo bei MIG Stand noch die Airviper Airbrush vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein System mit einer 0,2 mm feinen Steckdüse, die es schon vom Airbrush-Hersteller Badger gibt. Die Marke Asuka stellte einen neuen Sherman im Maßstab 1:35 vor, und zwar einen M4A3 namens Cougar. Ich kenne mich leider mit Shermans nicht gut genug aus, um sagen zu können, wie relevant diese Neuheit ist, scheint aber ein schönes Teil zu sein. Den Stand von Hasegawa fand ich wenig beeindruckend. Es wurden hauptsächlich Modelle gezeigt, die wir schon kennen. Ins Auge stachen mir eher die zivilen Baufahrzeuge und dieser Traktor im Maßstab 1:35. Des Weiteren gab es dieses Flughafen-Feuerwehrfahrzeug im Maßstab 1:72. Hasegawa wird auch Figuren von eher leicht bekleideten japanischen Schulmädchen im Maßstab 1:12 herausbringen. Ja, Japan eben. Hobbyboss bringt nach wie vor Bausätze von eher ungewöhnlichen Geräten heraus.
So wird es als Bausatzvariante des französischen R-35-Panzers jetzt auch die R-39-Version geben. Für die Freunde von Flugzeugen kommt eine 1:48er Jak 28 pp und eine 1:32er B-24 Liberator. Die Liberator war auch als gebautes Modell zu sehen. Der Trend zu Großmodellen scheint also weiterzugehen. IPG Models hat mich in letzter Zeit sehr durch die clevere Vorbildwahl beeindruckt. Besonders interessant finde ich den Lancia 3RO LKW, der auch gleich in verschiedenen Varianten kommt, unter anderem mit einer Haubitze auf der Ladefläche. Im Maßstab 1:72 wird es gleich die halbe Crusader-Familie auf einmal geben. Das finde ich sehr erfreulich, weil der alte Hasegawa-Bausatz des Mark III heute nicht mehr so ganz dem Standard entspricht. Machen wir weiter mit ICM. Der Serie von Spezialeinheiten im Maßstab 1:16 wird ein Angehöriger der israelischen OCATS-Einheit hinzugefügt. Die Besonderheit dieser Truppe ist der Einsatz von Spürhunden. Auch im etwas kleineren Maßstab 1:24 gibt es Figuren einer Spezialeinheit, und zwar 4 Angehörige der SWAT-Polizeitruppe. Seit einer Weile bietet ICM auch verschiedene Versionen des Ford T-Modells im klassischen Automaßstab 1:24 an, und jetzt kommen auch allmählich verschiedene zivile Figuren dazu. Allgemein finde ich, dass ICM bei den Figuren eine sehr gute Arbeit macht. Letztes Jahr schon kam ja der Liberty Truck im Maßstab 1:35 raus, und davon wird es noch eine weitere Bausatzvariante geben. Für mich sind aber die genauen Unterschiede nicht ganz ersichtlich. Itellary hatte einen sehr schönen Messestand, allerdings waren da nur wenige echte Neuheiten zu sehen. Die Palette an World of Tanks und World of Warship Bausätzen wird jedenfalls weiter massiv ausgebaut. Für Modellbauer sind solche Bausätze üblicherweise nicht so interessant, weil die Bausätze an sich schon lange existieren und die Bemalungs- und Abziehbildvarianten für die Fahrzeuge eher dem Computerspiel entsprechen als der Wirklichkeit. Ich finde trotzdem, dass das ein gutes Konzept ist, weil das viele neue und junge Leute mit dem Hobby in Berührung bringt. Den neuen T3485 mit Inneneinrichtung gibt es ja schon zu kaufen mittlerweile. Das Modell war ausgestellt und hat mir sehr gut gefallen. Den Bausatz werde ich mir vielleicht auch mal holen. Ansonsten legt Itellary viele alte Bausätze fleißig wieder auf, wie zum Beispiel den Mercedes 300 SL im Maßstab 1:16. Über den Sinn oder Unsinn dieser Praxis kann man jetzt streiten, mich persönlich stört es jedenfalls nicht. Beim Herumschlendern über die Messe bin ich dann noch rein zufällig auf den Hersteller LCD Models gestoßen, die eine wirklich sehr schön anzusehende E-Lok vorgestellt haben. Leider war weder der Maßstab noch der Name der Lok ersichtlich, es fand sich nur der Hinweis, dass es ein Plastikbausatz ist mit über 1000 Teilen. Wo wir schon gerade bei Zügen sind. Mini-Art bringt gleich mehrere Waggons aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs im Maßstab 1:35 heraus. Es gab sowohl deutsche als auch sowjetische Waggons zu sehen. Das Thema Eisenbahn finde ich im Maßstab 1:35 an sich schon sehr interessant, und ich bin gespannt, was wir in den kommenden Jahren noch alles sehen werden zu dem Thema. Vom bereits bekannten Caterpillar Bulldozer wird es eine weitere Bausatzvariante geben, die sieht eher nach einem zivilen Fahrzeug aus, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Mir ist eigentlich allgemein aufgefallen, dass zivile Themen dieses Jahr hoch im Kurs stehen, das finde ich ist auch mal eine nette Abwechslung. Neben vielen schon erhältlichen Figurensets wurden auch einige Neuheiten aus dem Zubehörbereich gezeigt. Wir werden endlich Kräne, Werkzeuge und sonstiges Zubehör für Werkstätten in der Fabrik und im Feld bekommen. Das finde ich äußerst löblich, und gerade die Dioramenbauer werden sich darüber freuen. Im Modelleisenbahnareal habe ich dann noch den Stand von Mini-Natur bzw. Silhouette gesehen. Wie manche wissen, verwende ich viele Grasbüschel, Sträucher und Bäume aus diesem Sortiment für meine Dioramen. Die meisten Neuheiten waren blühende Büsche und Bäume, die optisch natürlich wie immer hinreißend ausgesehen haben. Wer tolle Bäume für Dioramen sucht, wird bei Mini-Natur bestimmt fündig. Beim polnischen Hersteller Mirage Hobby gab es hauptsächlich verpackte Bausätze zu sehen und kaum irgendwelche Neuheiten, die für mich jetzt besonders relevant wären. Dafür waren die Vertreter mir gegenüber aber äußerst großzügig und haben mir gleich 3 Bausätze mitgegeben, damit ich sie euch mal bei Gelegenheit zeigen kann.
Der amerikanische leichte M5A1 Panzer im Maßstab 1:72 mit einigen neuen Anbauten für ein Fahrzeug, wie es bei der 4. Panzerdivision in der Normandie im Einsatz war, ist brandneu und kommt demnächst auf den Markt. Den Panzerkampfwagen 4 Ausführung E in 1:72 und den polnischen Panzerwagen Kubus im Maßstab 1:35 gibt es beide schon seit ein paar Jahren. Ich habe aber schon einen Blick hineingeworfen und finde, dass die durchaus einen schönen Eindruck machen. Aber dazu bei anderer Gelegenheit mal mehr. Der wohlbekannte deutsche Händler Modellbau König zeigte an seinem Stand den Faun L900 mitsamt dem Sonderanhänger 115 der eigenen Hausmarke Das Werk in all seiner Pracht. Vor wenigen Jahren noch war ein hochwertiger Bausatz dieses Fahrzeug im klassischen Maßstab 1:35 noch reine Träumerei. Da soll man noch jemand sagen, das Hobby stirbt aus. Solche Neuheiten wird es ja niemals geben, wenn das der Fall wäre. Um schwere Beladung des Fahrzeugs zu simulieren, gibt es auch noch ein Set mit belasteten Reifen für den LKW und den Anhänger. Das ist eine sinnvolle Ergänzung, wie ich finde. Einiges Aufsehen hat auch die nächste Ankündigung von Das Werk erregt, nämlich der 3 cm Flakvierling 103-38, ebenfalls im Maßstab 1:35. Das Ding gab es bisher nur in Kleinserie aus Resin. Gezeigt wurden die Gießäste, aber auch schon ein fertig gebautes Modell. Sehr reizend. Darüber hinaus war noch ein T80U von RPG Model, der Puma von Ryefield und der Jagdpanzer Ferdinand mit Strabogran von Amusing Hobby zu sehen. Alle im Maßstab 1:35 und schon seit 2018 erhältlich. Falls ihr euch noch an das letzte Modellbau-Heresie-Video über die unnötigen Modellbauprodukte erinnert, dann kennt ihr ja Mr. Hobby schon. Das Angebot an Sinnfreiheit wird jedenfalls noch weiter ausgebaut. Dazu brauche ich nichts weiter zu sagen. Schaut euch einfach das Zeug selber an. Der Stand von Revell war gebührend groß angelegt und gefüllt mit einigen interessanten Neuheiten und Neuauflagen. Die Rockwell B1 Lancer im Maßstab 1:48 kommt wieder. Der Bausatz ist zwar ursprünglich aus dem Jahr 1983, wird jetzt aber schon gleich mit Fotoheads-Teilen geliefert. Ist zwar nicht ganz mein Beuteschema, aber das Modell hat mich trotzdem beeindruckt. Ebenso kommt die gute alte Tante Ju im Maßstab 1:48 zurück. Ich habe noch den ursprünglichen Bausatz daheim liegen und finde, dass das Ding sich auch heute noch gut sehen lassen kann. Im Maßstab 1:32 führt Revell die FW190er Reihe mit einer A8 Sturmbock fort. Zu meiner großen Freude wird Revell auch eine Bf 110 C7 in 1:32 auf den Markt bringen. Hierbei handelt es sich aber um einen Reeboks-Bausatz von Dragon. Ich habe mir aber sagen lassen, dass der Preis recht angenehm ausfallen soll und da bin ich natürlich sofort dabei. Als neue Bausatzformen wurden 2 Verkehrsflugzeuge vorgestellt, und zwar eine Airbus A320 und eine A321. Für die Rocker unter uns wird ein US-LKW im KISS-Design und eine Iron Maiden Spitfire, beide in 1:32 kommen. Gewagt, aber irgendwie auch eine coole Idee. An zivilen Fahrzeugen wird der Deutz D30 Traktor als einfacher Steckbausatz für angehende Modellbauer und ein Land Rover für die etwas geübteren erscheinen. Beides sind Neuentwicklungen und im Maßstab 1:24. Nach einigen Jahren Pause kommt auch der Büssing 8000 S13 wieder zurück. Den habe ich früher schon mal gebaut und ich fand das Teil fabelhaft. Ein Video dazu findet ihr auch auf meinem Kanal. Schade nur, dass der passende Anhänger dazu nicht wieder rauskommt. Revell wird auch diverse Star Wars Bandai Bausätze anbieten, was für die Fans dieses Universums sicherlich toll sein wird. Stellvertretend dafür seht ihr hier den 1:72er Millennium Falcon. Der mir bisher unbekannte Hersteller Saber kommt 2019 ebenfalls mit Zugwaggons im Maßstab 1:35 auf den Markt. Zu sehen waren ein G10-Waggon und ein Flachbettwagen. Die Altmeister von Tamiya hatten ebenfalls viel Sehenswertes zu bieten. Für die Freunde alliierter Panzer wird auf Basis des M10-Bausatzes nun auch der britische Achilles Panzerjäger in 1:35 kommen. Wie man sehen kann, ist der Bausatz doch etwas umfangreicher, als man vielleicht erst meinen könnte. Des Weiteren fährt Tamiya damit fort, die etwas älteren Bausätze durch neue Teile auf den Stand der Zeit zu bringen. Dafür haben sie sich jetzt als nächstes den Marder 3M vorgenommen, der neue Besatzungsfiguren und bessere Segmentketten bekommen hat.
Im 1:48er Bereich kommt der bereits bekannte SS100 Schlepper zusammen mit einer 8.8 Flak von Itellary auf dem Markt. Eine durchaus sinnvolle Kombination. Als Neuentwicklung in diesem Maßstab gab es den japanischen Typ 16 MCV zu sehen. Letztes Jahr wurde das Fahrzeug ja bereits im Maßstab 1:35 auf den Markt gebracht. Für die Freunde des kleinen 1:72er Maßstabs wird eine neue Bf 109 G6 kommen. Die Bf 109 wird einfach nie langweilig. Etwas unnötig erscheinen mir die Wiederauflagen zur Feier des 50. Jubiläums. Damals war das vielleicht ganz nett und gut, aber heute sind vor allem die Figuren kaum noch zu gebrauchen. Zu meiner Überraschung waren selbst Kleinserienhersteller wie Toro Model vertreten auf der Messe. Die gezeigten Resin-Figuren sind ausgezeichnet detailliert gewesen und mich hat die ungewöhnliche Themenwahl überzeugt. Bei Trumpeter war so einiges geboten. Zum Beispiel wird endlich die wichtige Flaklücke mit der 5 cm Flak 41 geschlossen. Was für eine Wohltat für viele Sammler. Für die Freunde moderner Waffen gibt es zum Beispiel das Panzir S1-System, das wenig überraschend auch von Meng erscheinen wird. Das Wettrüsten der asiatischen Hersteller geht also weiter. Die alten Seebären unter uns bekommen den russischen Zerstörer Taschkent im klassischen Schiffsmaßstab 1:350 und die Titanic im Hammermaßstab 1:200. Davon war auch ein gebautes Modell ausgestellt. Am Vallejo-Stand waren einige überraschende Knaller zu sehen. Anscheinend weitet der Farbhersteller seine Produktpalette erheblich aus. Neben Farben- und Alterungsprodukten soll es jetzt auch Dioramenzubehör geben. Hier seht ihr mal eine kleine Auswahl an Kisten, Fässern, Mauern und Sperren. Alles aus Resin gefertigt. Die Qualität der Muster hat mich sowohl im Rohzustand als auch als bemalte und gealterte Miniaturen überzeugt. Bleibt die Frage, was das mal am Ende kosten soll. Darüber hinaus wird es auch Ziegelsteine, kleinere Gebäudeelemente und ganze Dioramen geben. Für die Dioramascheuen sind die einteiligen Dioramaplatten vielleicht interessant. Die Details sind teils gut, teils aber auch etwas grob ausgeführt. Die Palette reicht von Straßen über Eisenbahnschienen bis zu Flugfeldern. Zu guter Letzt schauen wir uns noch den Jagdpanzer Elephant von Svesda Maßstab 1:35 an. Nach dem Ferdinand ist es auch die logische Fortsetzung. Möglicherweise bekommt der Bausatz schon ab Werk eine Zimmerit-Schicht, was ich persönlich recht angenehm fände. So, das war's zu meinem Rundgang über die Spielwarenmesse in Nürnberg. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ und unterhaltsam. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.